Kinder, wo geht's denn jetzt hin? Bolivien! Wow, schaut euch das mal an. Anhalten! Auto vor! Da liegt's hier bei dir, da! Da, siehst du's? Das sind Vikunias. Schau mal was. So, endlich! Nach 10 Tagen Warterei die legendäre Lagunenroute, von der jeder Südamerika-Offroader träumt. Yippie! Wir haben seit 2 Wochen einen gestiegenen Öldruck von 3,7 auf 4,1 Bar. Ich hoffe, dass die Ölpumpe keinen Schaden hat oder uns dadurch nicht der Motor verrennt, weil eine Fahrzeugbergung in so entlegenen Bereichen ist im Grunde vermutlich unbezahlbar. Oh, da geht's nach Bolivien. Wuhu. Bolivia, wir kommen. Boah, was war das denn für ein Stink? Puh, warum stinkt es so? Und wieso lässt du frische Luft rein? Dass wir nicht in einem Gestank stehen. Boah, Was kann es sein? Also weißer Rauch ist normalerweise Wasser im Öl. Wasser im Öl. da läuft meiner. Fehlersuche. Er raucht ziemlich blau raus, was heißt, dass er Öl verbrennt. Und Stinkt brutal. wenn er weiß rausraucht, heißt es, dass wir Wasser im Öl haben. Das weist eigentlich auf eine defekte Zylinderkopfdichtung hin. Ja, oh Gott. Das ist hier oben natürlich der Albtraum. Wieso können wir denn nicht einfach auf diese Lagunenroute fahren? Schon wieder ist irgendwas. Guck mal, einer. Dass wir da nicht weiterkamen, war deswegen so frustrierend, weil das nicht unser erster Versuch war. Wir sind ein paar Tage vorher schon mal da hochgefahren und haben am Fuße des Vulkans Camp gemacht, um uns ein bisschen an die Höhe zu gewöhnen. Aber da sind wir auch nicht weit gekommen. Wir haben dann den weiteren Aufstieg abgebrochen und sind nachts noch abgefahren ins Tal. Ja, bei uns ist irgendwie ein bisschen der Wurm drin. Wir sind raufgefahren und dann ist hier der Tino krank geworden. Ja, und dann sind wir gestern Nacht wieder runtergefahren ins Tal, um einfach auszuschließen, dass es vielleicht doch die Höhenkrankheit ist. Weil selbst wenn es nur ein Infekt mit Fieber ist, tut er sich natürlich auf 2500 Metern leichter als auf 3600. Jetzt schauen wir mal, wann es weitergeht. Nach Bolivien. Das war also unser erster Versuch. Und davor hatten wir schon über eine Woche warten müssen, weil es in den Anden einen richtigen Wintereinbruch gab mit Schneestürmen. Und oben auf dem Altiplano sind die Fahrzeuge im Whiteout verschwunden. Und wir mussten erst mal eine Woche warten, bis der Schnee sich so weit gesetzt hatte oder bis da auch die Hauptroute wieder freigeräumt war. Jetzt gibt es wahrlich schlechtere Orte als San Pedro, um ein bisschen Zeit totzuschlagen. Wir hatten ein herrliches Camp in so einer Wüstenoase. Und jeden Morgen bei Sonnenaufgang sind wir rausgegangen, um zu sehen, wie die Sonne direkt an der Spitze des Vulkans Licancabur aufging. Das sah immer aus wie so eine Mini-Eruption. Ganz cool. Ja, außerdem hatten wir noch was ganz Besonderes zu feiern. Nicht Luan. Ja, sonst ist die Überraschung im Eimer. In der Woche hat man dann natürlich Zeit, den 5. Geburtstag von unseren Jungs zu feiern, was natürlich sehr schön war. Kommt raus. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Konnte man ordentlich auffeiern mit Geburtstagskuchen und war ganz nett. Was ist denn das da? Oh, unsere Geschenke! Könnte sein. Oh! Aber dennoch, nach dieser ganzen Wartezeit, wir wollten so gern endlich nach Bolivien losstarten. Wir stehen jetzt hier auf 4600 Meter und der bläst weiß raus, nimmt das Gas nicht mehr gescheit an.
leicht ist die Zylinderkopfdichtung, weiß man nicht. Wir müssten mal an diesem weißen Rauch schnuppern, ob der süßlich riecht. Wenn es das ist es leider die Zylinderkopfdichtung und dann sollte man den Motor nicht mehr bewegen. Wir müssen zurück, Wieso? weil wir ein Motorproblem haben. Wir können nicht weiterfahren. Wieso? Keine Ahnung. Wir müssen zurück. Zurück nach San Pedro zum zweiten Mal. Ich kann kotzen echt. Dann nochmal umzudrehen. Zum zweiten Mal. Und die 8 Tonnen Stahl wieder 2000 Höhenmeter ins Tal zurückrollen zu lassen. Das war einfach doof. Und wie riecht's? Scheiße. Giftig. Aber nicht süßlich. Also vermutlich kein Zylinderkopfschaden. Okay. Umso doofer war es, weil es überhaupt gar nicht nötig gewesen wäre. Aber das wussten wir noch nicht. Wieder in San Pedro. Juhu. Als wir dann immer weiter ins Tal kamen, hat sich das Problem nämlich einfach in Luft aufgelöst. Braucht überhaupt nicht. Nur normal. Vielleicht ist es doch ein Höhenproblem. Aber auch der LKW mal ein Höhenproblem. Ja, viel Rauch um nichts. Als wir dann wieder kommunizieren konnten und auch von anderen Reisenden erfahren haben, dass das gar kein wirkliches Problem ist, sondern dass es normal ist, dass Dieselfahrzeuge ab einer gewissen Höhe weiß, blau und schwarz rausrauchen. Ja, da kamen wir uns dann schon ein bisschen dämlich vor. Die Abstimmung optimiert auf bis 3000 oder so. Und oben drüber spritzt er dann viel zu viel Diesel ein. Im Vergleich zum Sauerstoff, der verfügbar wäre. War natürlich dann besonders bitter, weil wir das nicht kannten. So. Und dachten halt, es wäre was Schlimmeres und das wollten wir natürlich irgendwie möglichst schnell abklären. Also, dass wir ein Höhenproblem kriegen, davon war ich fast ausgegangen, aber dass sich das Auto nicht akklimatisieren kann, das hätte ich nicht gedacht. Wir hätten die Entscheidung in der Situation nicht anders treffen können. Für uns war es ein unklarer Befund und da startet man nicht in 600 Kilometer Offroad-Gelände jenseits aller Zivilisation. Und das war Winter, also das heißt, da ist man jetzt mit minus 15 Grad unterwegs. Und mit 8 Tonnen zieht einem da keiner so schnell wieder über die letzten Pässe drüber, um dann wieder runterzurollen. Muss man einfach schon defensiv bleiben. Aller guten Dinge sind 3. Wir sind dann eben nochmal da hochgefahren und beim 3. Anlauf, dann lief's endlich. Wir sind dann erfolgreich durchgefahren. Das war eine kalte, aber sehr schöne Tour. So, und täglich grüßt das Murmeltier. Wir starten heute unseren 3. Versuch, auf die Lagunenroute zu kommen. Ich hoffe, wir schaffen es diesmal. 4000 Meter. Rumi läuft, startet aber so lala. Guck mal, Kinder! Bolivien! Da geht's los! Also die Landschaft ist wirklich fantastisch hier und unsere Kinder sind mit Begeisterung dabei, wie man sieht.
Laguna Verde ist unglaublich, weil sie ist wirklich quietschgrün. Klassisch Mint. Kupfer und Arsen machen die Färbung anscheinend. Naja, dann wollen wir mal keinen Schluck nehmen. Ja, Temperatur gefühlte minus 5 Grad. Ja, eiskalt. Liegt am Chill-Faktor und heute Nacht wird es vermutlich mindestens minus 15. Wir werden sämtliches Wasser ablassen, weil es sonst die Leitung ins reißt. Wenn das nicht isoliert ist. Und hoffen, dass der Wind startet. Oh, sonst müssen wir hier überwintern. Was ist denn das für ein Zeug? Hier unten am Ufer sind Schaumberge. Muss ich den Kindern morgen zeigen? Um 4 Uhr früh, der Rallo lässt alle 3 Stunden den Motor an. Ja, wir wussten nicht genau, wie kalt sie wirklich wird und wir wollten aber in jedem Fall handlungsfähig bleiben. Viel Auch Spaß. wegen der Kinder. Sonst, wenn wegen der Höhe irgendwas auftaucht und du kommst nicht weg, das ist ein bisschen doof. Warte. Na, schön kühl. Läuft noch. Ja, läuft. Echt beeindruckend. Hier brodelt die Erde. Es stinkt wie Sau. Erstmal schlecht Wetter. Vor einer Woche muss es hier gestürmt und geschneit haben ohne Ende. Hoffen wir mal, wir geraten in keinen so einen Sturm. Das sind schon komische Wolken, aber